Hier sehen wir eins der frühbronzezeitlichen Häuser, Langhäuser, die hier so prägnant für den Fundplatz sind. Insgesamt haben wir 57, 58 Stück jetzt schon davon. Besonders typisch dafür ist halt diese offene Westseite, dann die geschlossene, bis auf den mittigen Eingang geschlossene Südseite und die total geschlossene Nordseite. Das ist rechts die Pfostenreihe und dann ein absidial oder leicht phasig geschlossenen Westbereich. Diese Häuser sind im Schnitt zwischen 25 und 33 Meter lang hier auf dem Fundplatz. Und es gibt aber auch kleinere Varianten, die halt eher zwischen 15 und 20 Meter. Es gibt den Unitzer Fundplatz, also den namensgebenden Fundplatz, wo auch sehr viele Häuser da sind. Dann Schloss Wippach und Zwenkau zum Beispiel, wo auch viele Häuser, annähernd so viele Häuser da sind. Aber das ist tatsächlich jetzt die größte bekannte Unitzer Siedlung. Hier ist die südliche Außenwand des Hauses mit relativ gleichmäßigen Pfostenabständen. Auch die Pfosten sind alle in einer Dimension. Und hier haben wir den Hauseingang, der immer ein bisschen versetzt zur Mitte des Hauses liegt. Die linke Eingangshälfte ist genau die Mitte des Hauses. Nach links und rechts von hier sind es die gleichen Dimensionen. Und typisch für die Häuser in Pömmelte, deswegen wird der Haustyp auch Typ Pömmelte genannt, ist diese Drei-Pfostenstellung. Also man hat einen leicht einziehenden Innenpfosten und dann hinter im Hausinneren noch versetzten einzelnen Pfosten, der beidseitig ist. Und der muss eine statische Funktion haben. Vermutlich waren die Eingänge erhöht. Genau. Und ein weiteres besonderes Merkmal im Hausinneren ist dann eine Fürstpfostenlinie, die sich dann im Westende aufgabelt zu zwei Jochpfosten. Und diese Jochpfosten zusammen mit den abgefassten Ecken geben uns halt einen Hinweis darauf, dass das Haus ehemals im Westen ein Walmdach hatte. Im Osten war es wahrscheinlich temporär offen, nur im Winter verschlossen. Und im Westen hat es halt immer ein Walmdach, vermutlich mit einem ausgeprägten Rauchloch. Also sodass hier in der Nähe auch eine Koch- und Feuerstelle installiert war. Wir müssen davon ausgehen, wir haben ja nur die Pfostenreste, die meistens so 20, 25 cm tief waren. Wir müssen davon ausgehen, dass mindestens so viel Oberboden noch drüber war. Und die Feuerstellen waren ebenerdig, beziehungsweise nochmals leicht aufgesockelt auf einem Lehmbau. Und das ist natürlich alles weg und erodiert und umgepflügt. Da das Lehmbauten waren, ist davon auszugehen, dass das Walmdach oder das Dach einen weiten Überstand hatte, um die Lehmwand zu schützen. Und trotzdem muss man so rekonstruieren, dass im Inneren bis zu den Querbalken mindestens Kopfhöhe frei war, 1,80 Meter. Das Haus selber wäre dann so zwischen 6,50 Meter und 7,50 Meter hoch zu rekonstruieren, je nach Dachneigung. Wir können tatsächlich noch nicht sagen, welche Häuser parallel bestanden haben und welche in zeitlicher Reihenfolge existiert haben. Also selbst wenn Häuser überlappt sind, wissen wir nicht, welches Haus zuerst da war und welches nicht. Also, weil das Pfosten von einzelnen Häusern sich überschneiden, so dass wir eine Stratigraphie, also eine Abfolge aufeinander dezidiert bestimmen können, haben wir sehr, sehr selten. Und weil die alle mit dem gleichen Material verfüllt sind, können wir auch ziemlich schwer sagen, welcher Pfosten dann tatsächlich welchen schneidet. Es ist halt wirklich, dass jüngere Befunde, die slawische Mittelalter oder selbst die mittelbronzezeitlichen, die haben dann eine andere Verfüllung, die sind etwas heller, da können wir eindeutig sagen, die sind jünger. Von den Schönfeldern sind es Schalenfragmente und Topfragmente, die typisch verziert sind. Okay. Hier haben wir noch den passenden Topf, Boden der passt dazu. sogar. Das passt sogar an.
Was steht hier drauf? Schönfeld absolut. Ja. 2,8 bis 2,50. So, einmal die Tasse. Jetzt Onitz aus dem Gefäßdepot Nummer 5, die einzige ganze. Ganz typisch ist unten der Umbruch. Und das ist auch schon eine entwickelte Form, weil das Verhältnis vom Boden zur Schulter und zum Rand ist 1:3. Genau. Und die Tasse ist tatsächlich gut erhalten. Wir haben einen einzigen kleinen Riss hier und eine rezente Absplitterung. Das passiert beim Graben. Genau. Woher jetzt hier die weiße Verfärbung resultiert, das weiß ich nicht. Das kann durch Bodenlagerung passieren. Ja. Wahrscheinlich. Das komplette Gefäß kommt aus dem Erdkeller, wahrscheinlich mit Holzverkleidung, Holzfußbodeneinbau der Keller. Und das wurde da in der Verfüllung dann umgekehrt deponiert, auch nicht ohne Grund, vermutlich intentionell. Und das ist halt echt komplett erhalten, ohne Riss, ohne alles. Hat das eine Schlickrauung oder? Das sind an der Oberfläche durch die Asche. Ja. Das ist auch Ornithize-Kultur. Das heißt, wir sind schon am Beginn des 2. Jahrtausends. Genau. Also auch da zeigt sich dann, dass die Siedlung eigentlich länger läuft, als das Heiligtum in Nutzung war. Typisch sind diese 4 Handhaben, die eben horizontal angebracht sind, wo man das Gefäß auch nehmen kann. Und datierungstechnisch würden wir das in schon die entwickelte Aunitzer Kultur stellen, an den Beginn des 2. Jahrtausends. Das wäre dann Stufe Bronze A2A nach Reinecke. Das hier ist halt die große Gefäßform zu dem kleinen, also im Vergleich zu dem kleinen Vorratsgefäß. Praktisch fast wie ein Pittos in Kreta, nicht? So ein riesiges Ding. Wahnsinn. Ja, das sind Vorratsformen. Also Vorratsgefäße. Also entspricht den kleinen Handhaben hier dran und von der Größe her sind wir mindestens, also 3-mal so. Also das sind sehr große. Das sind Speichergefäße, nicht? Genau. Ja, Matthias, du hast den Plan gemacht. Das ist ein toller Plan. Das blaue, rote und braune sind Häuser. Richtig. Und das ist die Kreisgrabenanlage hier, die wir ja sehen, die hölzerne. Das ist ganz toll. Und wie sind die Hausphasen? Ja, beginnen tut die Besiedlung mit den gelben, hellgelben Grundrissen, die so zigarrenförmig fast sind. Glockenbecher. Richtig. Grundrisse so vielleicht 2350 bis vielleicht 2200. Die Siedlung beginnt hier mit Balberger Gräbern. Hier haben wir ja rot 1 eingezeichnet und 1 decken wir heute gerade auf. Da waren wir gerade dabei, das ist dieses große Geviert. Das Ganze ist so 3800, vielleicht bis 3600. Und dann kommen so um 2800, 2900 Leute aus der Steppe, die sogenannten Schnurkeramiker. Und die Schnurkeramiker, die sehen wir hier in Grün. Und die sehen wir ebenfalls nur in Gräbern und nicht in Häusern. Und die errichten wirklich monumentale Grabanlagen mit einer Überdachung wahrscheinlich aus Holz. Und die errichten ein erstes Heiligtum. Und das erste Heiligtum ist rechteckig, vermutlich mit Holzpalisaden. Und es ist schon direkt neben dem späteren berühmten großen Ringheiligtum von Pömmelte, aber vielleicht mit 13 Metern Durchmesser, noch relativ klein. An diesem Heiligtum, genau dort wird dann die Kreisgrabenanlage von Pömmelte gebaut, und zwar von Glockenbecherleuten. Und das Ganze befindet sich überhaupt nicht im luftleeren Raum. Das bauen nicht Leute, die dorthin kommen zum Bauen, sondern die Menschen leben dort. Denn mit diesem Gebäude, mit diesem
glockenbecherzeitlichen Heiligtum von Pömmelte gibt es auch erste Hausgrundrisse und gleichzeitig auch zur Anlage stehen die ersten Aunititzhäuser. Und es ist einfach so, die Leute, die in so einem Glockenbecherhaus leben, leben dann in einem Aunititzhaus oder beide stehen sogar gleichzeitig. Das ist ein ganz tolles Ergebnis, dass sich beide Phasen hier überlappen. Und dann werden auch die Leute bestattet natürlich. Wir haben vorhin über die Schnurkeramiker schon gesprochen, aber es werden auch die Glockenbecherleute bestattet in einem kleinen Gräberfeld, das sich so lang zieht. Da können wir annehmen, dass das entlang einer Straße läuft. Vielleicht an der Straße, die nach Schönebeck läuft. Diese kleine, anfangs relativ kleine Siedlung von Pömmelte, diese Glockenbecherzeitliche, wächst enorm. Und zwar in der Frühbronzezeit, vielleicht ab 2100, 2200, vielleicht bis 1800. Wir überprüfen hier noch die Daten. Wir haben hier die größte frühbronzezeitliche Siedlung Mitteleuropas, die jetzt schon, die wir bislang kennen. Sie wird aber noch größer werden. Und was macht denn die Siedlung so außerordentlich? Sie macht so außerordentlich, dass wir das Heiligtum haben und die Gräber haben und damit alles, was wesentlich ist, sodass wir hier ein überregionales Heiligtum haben mit einer sehr, sehr großen Siedlung in einem Grenzraum an der Elbe, der gleichzeitig ein Kommunikationsraum ist. Und die Siedlung ist nicht befestigt, das heißt, man fühlt sich sicher. Nicht mehr in einem Grenzraum. Und man braucht keinen Graben, man braucht keine Palisaden, was man zum Beispiel in der späten Bandkeramik, also ein paar tausend Jahre vorher schon braucht. Hier haben wir einen blattförmigen Knochen, verbrannte Längsknochen, hier auch. Sekundär verbrannte Grobkeramik, also Wiedersiedlungsware, Vorratsgefäße, Kochtöpfe und Ähnliches. Und hier haben wir verziegelten Wandbewurf, also sogenannten Hüttenlehm. Sieht man den Abdruck noch von dem ehemaligen Rutengeflecht, also was innen an der Wand war. Es ist höchstwahrscheinlich eine Siedlungsgrube und eben kein Grab. Das werden wir genau sehen, wenn die Knochen freigelegt sind. Und das heißt leider auch, dass wir in diesem allerwestlichsten Schnitt der Siedlung von Pömmelte, wo wir dachten eigentlich, dass die Siedlung endlich zu Ende ist, immer noch mitten in der Siedlung sind. Wir befinden uns jetzt genau an diesem Schnitt hier oben. Das ist der allernordwestlichste Schnitt. Den werden wir dieses Jahr noch aufmachen. Hier sieht man nichts, das ist nämlich die Flugbahn vom Fliegerclub Schönebeck. Da können wir nicht graben, zumindest momentan nicht. Und ab hier zieht sich bis an das andere Ende, südlich vom Ringheiligtum hier in der Mitte, diese gewaltige Aunitzer Siedlung, die mittlerweile über 120 Langhausgrundrisse fasst, sind sicher noch mehr und in mehreren Phasen auch aufeinander gebaut worden ist, über roundabout 3-4 Jahrhunderte. Und ja, was wir dieses Jahr noch vorhaben, abgesehen von der Fläche, ist eben hier unten im Süden wirklich auch den Abschluss der Siedlung, der Dünns ein bisschen auszufinden. Und das Gleiche zählt für hier hinten für den südlichen Abschluss. Und dann wird erstmal aufgearbeitet. Die wirklich finale Ausdehnung haben wir noch nicht. Vielleicht schaffen wir das in dem Jahr. Wir haben ja gesehen, die zieht sich so ein bisschen bananenförmig im Süden vom Ringheiligtum auf dieser Niederterrasse in der ehemaligen Elbauer entlang. Die Größe ist eigentlich schon vorgegeben vom Relief.
Tatsächlich, wenn wir in die feuchten Niederungen runterkommen, sind da auch natürlich keine Häuser mehr. Das heißt, wir hätten auf die Länge gesehen ungefähr ja, bis fast 1 Kilometer Ausdehnung in der Siedlung. Breit ist sie nicht so sehr, eben vorgegeben durch die Breite der Talsandinsel, auf der ja auch noch das Ringheiligtum liegt. Also da sind wir ja vielleicht bei 300 Metern maximal.